Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge unserer Reihe Porträt mit Bela. Im heutigen Film malen wir ein komplettes Aquarellporträt. Vorher machen wir eine Skizze nach der Loomis-Methode und diese Skizze wird dann mit Aquarellfarben belegt. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 10 unserer Reihe. 10 Folgen haben wir jetzt ja schon abgedreht, beziehungsweise 9 Folgen abgedreht. Das ist die 10. Folge mit dem kompletten Aquarellporträt. Falls ihr jetzt erst einsteigt und die Reihe vielleicht ganz neu entdeckt habt, würde ich euch empfehlen, die ersten Filme auch anzuschauen und dementsprechend auch zu üben. Denn wir haben schon Filme gemacht über die Zeichnung nach der Loomis-Methode. Da haben wir die einzelnen Teile des Gesichts ganz genau unter die Lupe genommen. Dann haben wir Einzelfilme gemacht zu Auge, Nase, Mund, Ohr. Es gibt einen Film zu den Haaren. Und alle die Fähigkeiten, die man jetzt erworben hat, wenn man eben diese Filme angeschaut und auch die Sachen geübt hat, werden wir in diesem heutigen Video vereinen. Der Plan heute ist ein vollständiges Aquarellporträt des Gesichtes. Wir werden uns noch nicht so sehr auf die Ähnlichkeit fixieren. Wir werden einfach einen Standard-Loomis-Kopf in der Frontalansicht skizzieren. Damit fangen wir gleich an. Und dann werden wir ersten Farbauftrag, zweiten Farbauftrag und natürlich die einzelnen Teile des Gesichts dann auch eintragen. Das Ganze mit Farbe. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und jetzt geht's los. Wir fangen jetzt an, ganz gewohnt, Bela, so wie deine anderen 35 Loomis-Köpfe auch. Wir fangen mit einem Kreis an. Ja, das kriege ich hin. Genau. Und wir können jetzt nochmal gemeinsam die Schritte durchgehen, die uns zu so einem standardisierten Loomis-Gesicht führen. Wenn du willst, kannst du einfach ansagen, was wir jetzt machen sollen. Also erstmal so ein Kreuz oder sowas? Genau, also senkrechte, waagerechte durch den Mittelpunkt des Kreises. Den müssen wir jetzt schätzen, den Mittelpunkt. Ich empfehle euch immer, wenn ihr das jetzt zu Hause nachmalt, setzt euer Aquarellpapier, also wir zeichnen jetzt schon auf gutem Aquarellpapier. Das ist jetzt das Arches, ich schreibe es mal hier hin, Büttenpapier bei mir 300 Gramm, Grain fin heißt es. Und Bela hat genau das gleiche Papier. Legt euer Papier etwas geneigt auf euren Tisch. Wir haben hier unsere Holzborde dafür, die sind ungefähr 30 Grad geneigt, sodass wir eine schöne Neigung haben, um das jetzt verzerrungsfrei skizzieren zu können. Wenn das Papier glatt auf dem Tisch liegt, ist schon die obere Hälfte weiter weg als die untere und das führt dann oft dazu, dass der Kreis doch ein bisschen verschoben ist. Ich mache es jetzt hier für euch etwas kräftiger, werde nachher ein bisschen radieren. Bela, du kannst locker und leicht zeichnen und wenn ihr es zu Hause nachmacht, auch leichte Linien jetzt hier für die Hilfslinien. Wir haben jetzt das Gesicht zwar nach der ganz standardisierten Loomis-Methode skizziert. Ich habe natürlich aber schon ein Foto hier vorbereitet für uns. Dieses Foto dient uns vor allem nachher für Licht und Schatten, für die Schattensituation hier, für die Aquarellfarbe. Aber wir können es jetzt auch schon benutzen, um die Haare dann dementsprechend einzutragen. Ja. Hier habe ich es noch mal ein bisschen heller fotografiert. Foto und auch meine Skizze bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesandt. Alle Fotos und Skizzen und Vorlagen für die älteren Porträtfilme findet ihr auf der Steady-Seite. Das ist unsere Unterstützerseite. Steady heißt die Plattform. Dort müsst ihr ein bisschen scrollen durch die einzelnen Filme und dann könnt ihr euch die Materialien herunterladen und zum Arbeiten verwenden. So, also jetzt können wir das hier einfach so eintragen. Haaransatz ist ja hier, ja, und dann machst du da hier so ein bisschen runter. Dann muss natürlich ein bisschen höher gehen hier. Mhm. Und auch ein bisschen die Halsform hier können wir ein bisschen mit eintragen, damit wir auch eine Verbindung dann haben zum Körper. Ich werde jetzt alle Konstruktionslinien so weit wegradieren, dass uns die im Aquarell nachher nicht stören. So, Bela, hast du auch bei dir alles wegradiert? Ja. Was wir jetzt noch eintragen, nur für uns, um es einmal auch gut verstanden zu haben, ist der Verlauf der Schattenform. Und da richten wir uns jetzt nach unserem Foto. Wir haben ein bisschen Schatten unter den Haaren hier. Dann geht der Schatten hier. Also was ich jetzt wirklich versuche zu finden, ist diese Schattenform hier. Ja, diese hier, siehst du? Kann man ja hier schön sehen. Und das tragen wir ganz vorsichtig jetzt hier so ein bisschen ein. Ganz, ganz dünn nur.
Die Farben, die wir heute verwenden, sind unsere Hautfarben, die wir auch in den vergangenen Filmen verwendet haben. Cadmiumrot, cadmiumfreies Cadmiumorange. Hier liegt das Alizarin-Karmesin. Bela hat es drüben auf seiner Palette auch. Und das Kobaltblau brauchen wir später. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Und für die Haare kommt nachher noch Sienna gebrannt dazu. Wir nehmen jetzt wieder den 10er Pinsel Rot Madderhaar für den ersten Farbauftrag. Der erste Farbauftrag, erinnerst du dich, mit ganz wässrigen Farben über das Gesicht. In der Stirn eventuell ein bisschen mehr Orange, in den Wangen mehr Rot und auf der Nasenspitze auch ein bisschen Rot. Du hast dein Foto ja auch oben liegen, um zu gucken, welche Bereiche besonders hell sind und welche vielleicht schon ein bisschen dunkler gemacht werden können. Bei den Haaren ist es so, da gehe ich mit der Hautfarbe ruhig rein in die Haare. Ja? Die werden im zweiten Arbeitsschritt werden die Haare dann mit Sienna gebrannt gemalt. Also um die kümmern wir uns jetzt eigentlich noch nicht. Denk wieder an die Pinselarbeit. Der Pinsel drückt ein bisschen und wuschelt so ein bisschen übers Papier, damit wir schon so eine schöne marmorierte Hautstruktur bekommen. Das über die ganze? Über das gesamte Gesicht drüber. Ein bisschen mehr Orange, wenn man will, in der Stirn und in die Wangen dann ein bisschen rot. Und die Augen ruhig mitmalen jetzt mit dem Hautton. Ja? Die Augen sind ja auf unserem Porträtfoto hier sehr dunkel. Das heißt, die würde ich auf keinen Fall weiß auslassen. Die Ohren auch wieder rot? Ohren wieder rot, ja. Machen wir ruhig so. Okay, super. Das können wir jetzt einmal föhnen. So, wir haben jetzt das Blatt einmal geföhnt und jetzt malen wir die Haare und zwar mit dem chinesischen Kalligrafiepinsel. Die liegen da hinten, wenn du mir den einmal gibst. Jetzt kriegst du von mir noch Sienna gebrannt. Für die Haare Sienna gebrannt und etwas Kobaltblau. Ups, ich habe hier ein bisschen viel, ist egal. Und erinnerst du dich, der Haarefilm ist ja noch nicht so lange her. Ja. Beide Farben mischen, mit einer hellen Lasur beginnen und dann das Dunkle Schritt für Schritt einarbeiten. Und wir machen jetzt die Haare noch nicht final fertig, sondern legen so eine provisorische Haarfrisur jetzt oben drüber. Ja? So ein bisschen mit hell und dunkel und mit den Strukturen, die wir brauchen. Also okay. Da werden wir später noch mal dran gehen. Überleg auch ein bisschen lichter Ocker nehmen wir noch mit dazu. Kompliziert ist mit den Farben. Ja, es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Wir sind ja auch schon in Teil 10 unserer Reihe. Ja. Lichter Ocker kommt auch noch ein bisschen mit rein für die hellen Stellen. Ich fange wieder mit einer hellen Lasur an für die Haare und arbeite dann Schritt für Schritt und ganz weich die Dunkelheiten ein. Genau, ganz weich und dann am Ohr kannst du schon schön ausarbeiten hier, dass das Ohr, dann die Oberkante vom Ohr gut zu sehen ist. Und solange wie die Haare noch nass sind, möchte ich auch gleich mit dem Schatten im Gesicht weitermachen. Und zwar nehmen wir, die warme Schattenfarbe fürs Gesicht ist Kobaltblau und unser warmes Rot hier. Und wir wollen jetzt ganz mutig den gesamten schattigen Bereich mit einem normalen Pinsel mit der Schattenfarbe belegen. Und warum ich mich jetzt so beeile, hat folgenden Grund. Ich möchte gern die Feuchtigkeit der Haare möglichst noch ein bisschen ausnutzen, dass wir da keine harte Kante kriegen. Also wir brauchen schön viel Farbe. Und dann, je nach Foto, überall da, wo du es dunkel siehst, malst du jetzt auch diese dunklen, schattigen Bereiche. Und wenn der Schatten mit den Haaren verschmilzt, umso besser. Das ist das, was wir wollen. Und dann ist es ja wieder, als wir die Kugel gemalt haben, war es ja auch so, wir müssen versuchen, diese weichen Formen zur Stirn hin gleich wieder mit dem Pinsel ein bisschen anzulösen. Die Schattenfarbe variiert ab und an. Ich gehe jetzt hier mehr ins Rot rein. Dann kann ich hier schon ein bisschen die Augenbrauen rausziehen. Da haben wir gleich was Weiches. Das Ohr ist komplett dunkel. Und im Auge wieder ein bisschen bläulicher. Hier versuche ich jetzt in der Stirn sofort die ganze Sache ein bisschen weich zu machen. Auch das ganze Auge. So. Ja, alles das, was schattig ist hier.
Dann etwas wärmeren Schatten in der Wange. Weich auf der Nase. Das hatte ein blaues Auge. Schön immer an die weichen Ränder denken, auflösen, wo du es nicht hart haben möchtest. Stimmt. Wenn wir die linke Gesichtshälfte jetzt erledigt haben, ich warte noch auf dich, dann können wir erstmal uns verschnaufen. Oberlippe war komplett dunkel. Oh. Guck auf das Foto hier, die Oberlippe ist komplett dunkel. Und das Grübchen, die Wange hier und das Auge rechts fehlt uns dann noch. Das kommt dann noch als nächstes. Ja, wenn du das Gefühl hast, das ist sowieso schon alles so nass, dann lass es, Ja. dann vertag's auf später. Ja, wir können hier einmal mit dem Föhn vielleicht kurz föhnen, sonst wird sich da dieser Wasserrand noch dolle weiter verselbstständigen. Also Bela hat es jetzt auch schon ganz gut. Wenn dann solche Kanten hier noch scharf sind, die eigentlich weich sein müssten, ja, wenn wir aufs Foto, ja, du hast die weich gemacht, aber das ist noch nicht so ganz kontrolliert geschehen und deswegen hast du jetzt hier trotzdem wieder einen harten Rand. Wenn wir aufs Foto gucken, ist das eine weiche Kante hier und das eine harte Kante hier, ja. Also ich bin bei mir dann auch noch mal ran und habe noch ein bisschen repariert. Ich zeige mal gleich, hier bei mir wäre es hier so eine Stelle, die so ein bisschen fragwürdig ist, weil hier eigentlich die Helligkeit wirklich hoch geht. Wir können jetzt den Auswaschpinsel nehmen und das könntest du halt hier dann auch machen. Aber vorher muss unbedingt noch mal geföhnt werden in deinem Fall, weil das ist noch zu nass. Und wenn es dann wirklich trocken ist, dann können wir jetzt mit dem Auswaschpinsel so kleine Dinge noch reparieren. Also ich würde zum Beispiel bei mir jetzt hier versuchen, noch mal wieder ein bisschen Farbe rauszunehmen, hier. Und du würdest deine Wange versuchen, vorsichtig. Das ist wie so chirurgischer Eingriff, ja, dass man vorsichtig ein bisschen repariert. Ja, und da kann man gerade sowas weich anschrubbeln, kann man eigentlich immer noch ganz gut. Das ist ja schon weiß. Ja, dann hast du es zu viel, genau. Dann lassen wir das erstmal so stehen, dieser Schritt, und würden uns jetzt nochmal die Schattenfarbe anmischen. Wir brauchen noch die Schattenfigur hier im rechten Auge. Da genau gucken, wie diese Rundung hier verläuft. Ne? Das hier ist schon wichtig, dass man es genau erwischt. Die Augenbraue liegt auch überwiegend mit im Schatten drin. Und hier gibt es eine kleine Helligkeit auf dem Unterlid. Ja. Okay, machen wir erst das und dann machen wir noch die Wange. Und dann können wir mit dem Ausarbeiten der einzelnen Teile beginnen. Ja, so gehe ich vor. Ich mache erst die großen Formen, also den hellen Farbauftrag und den dunklen Schattenauftrag, und dann gehe ich noch mal extra in die Augen, Nase, Mund rein. Jetzt sollte man die Konsistenz der Schattenfarbe für die rechte Seite eben wieder genau erwischen, dass es jetzt nicht dunkler oder heller wird. Schön, dass er immer so entspannt ist. Oben löse ich ein bisschen an mit Wasser, das weich ist. Geklappt? Ja. Gut, sieht gut aus. Diese Falte für die Wange hier brauchen wir noch. Da würde ich vorschlagen, Falten soll noch mal ein extra Thema werden. Ja. Da malen wir dann ein älteres Gesicht. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Wir mischen uns einen bläulichen Ton, der hier in der Mitte sitzt bei der Falte. Ja. Ja, und gehen dann mit dieser Form hier runter. Und dann kommt hier, siehst du das Rot hier, was oben drauf sitzt? Und das Rot wird dann verblendet in die Wange hinein. Easy. Easy. Hat geklappt? Ja.
Ja, ein bisschen anlösen. Und auch wenn du willst, schau, ich habe hier unten auch noch ein bisschen angelöst, wenn du das schaffst. Drücken den Pinsel, damit löst du ein bisschen an. Genau. Okay. Dann föhnen wir diese Ecke nochmal und dann kommt noch hier dieses Böhnchen in den Mundwinkel noch rein. Da habe ich schon irgendwas reingemacht. Da hast du, er hat schon, super Mundwinkel. Ich muss meinen nochmal. Das Ohr muss ich noch dunkler. Soll ich das jetzt einfach machen? Bela hat auf der einen Seite das Ohr hier vergessen. Das kannst du jetzt noch machen. Und wir haben auch ehrlich gesagt noch eine Schattenform in dem anderen Ohr. Die können wir eigentlich auch schon eintragen. Das machen wir noch kurz bevor wir föhnen. Und dann kommt der zweite Farbauftrag. Und während das Blatt trocknet, kann ich noch ein bisschen was erzählen zu unseren nächsten Projekten hier in der Porträtreihe. Ja, ist ein bisschen sehr dunkel jetzt. Also man sollte schon versuchen, wenn man so Schatten neu anflicken muss, dass die dann nicht so ganz unterschiedlich sind zum Rest des Gesichtes. Oh. Ja, jetzt ist besser. Okay. Und du hast natürlich hier eine scharfe Kante, die kannst du aber nachher wieder anlösen. Ne? Das würde ich auf nachher verschieben. So, ich habe jetzt nur schon mal ein bisschen den Schatten hier im Ohr nachgetragen, im rechten Ohr. Da erinnerst du dich ans Ohr. Da war hier oben diese große Schlagschattenform hier und hier eine weiche Form. Und das Ohrläppchen mit seiner Dicke, das machen wir dann im zweiten Farbauftrag, wenn wir die Ohren nochmal modifizieren. Das müssen wir jetzt noch nicht machen. So, jetzt müssen die beiden Bilder erstmal wirklich gut trocknen. Ja, weil wir können jetzt nicht hier, wenn es noch halb nass ist, jetzt irgendwas in den Augen versuchen zu organisieren. Sehr schön finde ich ja diese Schattenfarbe hier, die ist perfekt für das Auge und auch toll diese Form, die du da hingekriegt hast. Hier ist halt ein bisschen zu viel Blau reingerutscht. Ja. Aber wir waschen ja eh jetzt gleich noch aus auf den Oberlidern und so, also das rüttelt sich meistens noch. Schön. Dann würde ich jetzt ein bisschen erzählen zu den kommenden Projekten. Wir sind jetzt ja Nummer 10 in unserer Reihe und ich habe noch 4 weitere Termine geplant. 4 schöne Themen in der Porträtreihe kann ich mir noch vorstellen. Ende September, im nächsten Film in dieser Reihe, möchte ich gern das Loomis-Porträt im Profil malen. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Wir haben den Loomis in der Front gemalt, im Dreiviertelprofil. Und dann nehmen wir ihn jetzt noch in dem Seitenprofil dazu. Dann im Januar möchte ich gern die Anders Zorn-Palette erklären. Das Besondere am Anders Zorn ist, das war ein schwedischer Maler aus dem vorvergangenen Jahrhundert. Der hat überwiegend Ölbilder, aber hat auch tolle Aquarelle gemalt, mit 4 Farbtönen nur gemalt. Mit Rot, mit Schwarz, mit Weiß und mit lichter Ocker. Das müssen wir fürs Aquarell ein bisschen modifizieren, weil wir ja das Weiß so nicht verwenden. Ist eine sehr spannende Sache und gibt ganz, ganz schöne Hauttöne. Würde man jetzt im ersten Moment nicht denken, aber ich habe es ausprobiert und es ist wirklich eine tolle Erweiterung der Möglichkeiten für die Hauttöne. Im Februar kommt das Thema Falten. Ich glaube, das können wir auch ganz gut gebrauchen, um auch ältere Gesichter dann gut malen zu können. Im März, da machen wir was ganz Tolles. Da werden wir ein Dreiviertelporträt malen und zwar als Meisterkopie. Ich suche ein schönes Bild raus, entweder vom Anders Zorn oder vom Singer Sargent oder vielleicht habt ihr noch gute Ideen von einem schönen Dreiviertelprofil, was wir hier als Meisterkopie machen sollen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und dann wird das im März gemalt, im Märzvideo. Und dann endet unsere Reihe mit einem Livestream im April. Und da werden wir dann gemeinsam in Echtzeit ein Porträt auch nach einer Fotovorlage malen. Bela malt es, ich male es. Ihr könnt im Chat eure Fragen stellen. Das wird dann ein Dienstagabend sein im 10-Euro-Paket für die Unterstützer. Das sind die Projekte. Ich glaube, da sind noch schöne Sachen dabei. Wie gesagt, wenn ihr jetzt erst auf diese Reihe gestoßen seid, ruhig nochmal üben, üben, üben. Man kann diese Filme mehrfach anschauen und dann auch mehrfach die Porträts üben. Und ja, so geht es immer weiter. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem Gesicht. Wir fangen an mit den Augenbrauen. Da mischen wir uns wieder unsere Haarfarbe, also hier das Sienna gebrannt mit ein bisschen Blau. Nicht zu dunkel machen die Augenbrauen erstmal, ja? Man kann das immer noch mal variieren. Und erinnerst du dich an den Augenfilm, wie das mit den Augenbrauen war? Ach, die haben wir gar nicht. Ach stimmt, das haben wir rausgeschnitten. Ne? Also die Augenbrauen haben tatsächlich Haare, die in 5 verschiedenen Wuchsrichtungen wachsen. Mir reichen jetzt hier aber 3. Hier geht es ein bisschen nach da, also nach links. Okay. Ja, genau, so ein bisschen rein ins Gesicht. Dann geht es hier quasi gerade, quasi gerade rüber, beziehungsweise ein bisschen nach da. Ja? Und diese letzten hier, die biegen sich wieder ein bisschen nach da, die letzten Haare. Okay. Und ich bin hier ein bisschen weit rumgekommen, aber so ungefähr. Wenn ein bisschen trockener Pinselstrich da mitspielt, ist es super. Ja? Wenn man die so ein bisschen durchbrochen hinbekommt, gar nicht schlecht. Habe ich jetzt hier bei mir nicht geschafft, aber vielleicht beim nächsten Auge.
Die Form der Augenbrauen sind schon entscheidend unterschiedlich bei Männern und Frauen. Bei Frauen sind sie runder, gebogener, bei Männern eher gerade und bei Frauen auch oft dünner und bei Männern eher etwas buschiger. Der Pinsel könnte jetzt halt sehr, wenn du es mit dem durchbrochenen Pinselstrich, mir ist es hier links ganz gut gelungen, schaffen willst, darf der halt nicht mehr so nass sein. Genau. Und dann schnell drüber ziehen über das Papier. Aber wenn es nicht gelingt, ist auch gut. Es sieht schon gut aus. Genau, prima. Jetzt können wir das Oberlid ein bisschen auswaschen. Ja? Wir haben hier oben im Oberlid eine kleine helle Form. Können wir hier nochmal aufs Foto schauen. Ist hier kaum zu sehen. Vielleicht hier auf dieser Seite ein bisschen zu sehen, ja, dass das Oberlid so ein bisschen heller wird hier. Nicht viel, aber so ein bisschen. Das Oberlid ist nicht immer gleich dick zu sehen. Hier ist es auf meinem Foto ein bisschen dicker, da wird es schmaler, ist es schmaler sichtbar. Drüben ist es auch hier an der Seite nochmal relativ dick zu sehen und oben eben weniger. Dann können wir ein bisschen weiß auswaschen hier in diesem Innenwinkel des Auges hier. Und zwar vor allen Dingen im unteren Bereich hier. Denn oben würde das Oberlid einen Schatten auf den Augapfel werfen. Ja, da ist der Augapfel nicht mehr weiß. Aber hier unten am Unterlid sozusagen, da könnte man ein bisschen was Weißes auswaschen. Jetzt zeichnen wir ein bisschen mit der spitzen Pinselspitze hier das Oberlid, ja, quasi mit den Wimpern, die würde ich nicht einzeln malen, aber dass wir so ein bisschen mit Sienna gebrannt und Kobaltblau und ein bisschen Rot auch. Ja. Es soll keine schwarze Linie werden, sondern so eine rötlich-braune, feine Linie hier fürs Oberlid. Aus dem gezeichneten Oberlid ziehen wir jetzt gleich die Iris mit raus. Hier. Ja. Und da nimmst du bitte wieder etwas mehr Wasser in den Pinsel. Vor allen Dingen im unteren Bereich. Oben auf der Iris ist es dunkler, weil dort das Oberlid einen Schatten wirft. Und unten in Richtung Unterlid ist die Iris relativ hell. Und auf der anderen Seite machen wir das Auge genauso. Jetzt ist die Frage halt, wie viele Details wir jetzt hier reingeben wollen. Es ist ja ein relativ kleines Format. Ich setze gerade ein bisschen Rot jetzt hier noch in die Tränensäcke rein, ein bisschen Rot und verblende das auch ein bisschen mit Wasser. Und dann soll es erstmal gut sein. Wenn die Augen dann getrocknet sind, können wir noch die Pupillen einzeichnen. Dann lassen wir die Augen jetzt erstmal so weit trocknen und widmen uns der Nase. Guck mal, ich wollte dich nur mal auf etwas hinweisen. Ja. Du hast jetzt hier einen relativ geraden Strich runter gemacht, siehst du hier? Und durch das Filtrum hier, durch diese Delle, ja, über der Oberlippe, macht der Schatten hier eine kannst du das hier sehen? Eine Dreifachwelle sozusagen. Einmal nach da, da rein und da. Und letztendlich sind das diese kleinen Formen, nach denen man besonders gucken muss, wenn man jetzt so ein Porträt über Licht und Schatten definieren möchte. Weil der Schatten wie ein Gebirgsrelief sozusagen das Gesicht ja beschreibt. Ja? Nur so fürs nächste Gesicht. Bei mir auch nicht hundertprozentig, aber wir können es vielleicht nachher noch ein bisschen mit dem Auswaschen ein bisschen korrigieren. Gut, die Nase. Also bei dir würde ich Folgendes noch machen. Und zwar fehlt auch noch meiner Meinung nach bei dir dieser Schatten, der auf der linken Seite zu sehen ist. Ja. Siehst du, ich habe das hier von oben kommend quasi mit einer Schattenfigur weitergemacht. Also ich würde mir noch mal Schattenfarbe anmischen, hier oben ansetzen, hier rumgehen. Und dann, wenn du hier siehst, guck mal hier, dieser Bereich der Nase, der geht hier so schräg, dass du das noch mal richtig schön korrigierst, ne? Und dann erinnerst du dich vielleicht an unseren Nasenfilm, Bela. Wenn du dann den violetten oder den bläulichen Schatten gesetzt hast hier, dann kannst du hier nochmal einen roten Schatten anfügen und den verblenden. Das ist dieser kleine rötlich-orangene Schatten da. Ob ich das schaffe? Probier's. Bei mir ist das ja alles schon da. Ich würde jetzt, glaube ich, nur noch die Nasenlöcher bei mir jetzt einarbeiten. Und dann wieder schön anlösen auf der Nase. Ja, und dann kannst du schon das Rot jetzt anfügen und sieh zu, dass auf der Nase direkt, dass du hier nicht so hoch kommst mit dem Dunklen, ja? Also du könntest jetzt einmal föhnen und dann auch versuchen, diesen Nasenflügel genau zu erwischen. Der sitzt jetzt halt zu weit unten hier, ja? Und dann kommen die Nasenlöcher rein
Und um die Nasenlöcher herum gibt es hier zum Beispiel eine kleine Lichtreflexion. An die erinnerst du dich ja auch. Wenn hier im unteren Bereich, das erkläre ich jetzt für alle, eine Helligkeit zu sehen sein sollte, ja, man hat das ja oft auf Fotos, dass es hier noch mal ein bisschen heller wird, würde ich diese Helligkeiten immer auswaschen. Ich würde sie nicht frei stehen lassen, weil wenn wir wieder zusammen den Blinzeltest machen, wirklich blinzeln und dieses Gesicht betrachten, dann haben wir unter der Nase einfach keine Helligkeit. Eventuell eine kleine Lichtreflexionsaufhellung und die ist aber wirklich besser darzustellen, indem man sie auswäscht. Nasenlöcher wieder nicht mit Schwarz, auf keinen Fall mit Schwarz, sondern mit Sienna gebrannt und Kobaltblau und eventuell bei Bedarf ein bisschen Rot mit rein. Und Nasenlöcher sind keine runden Kreise. Sehe ich ganz häufig in meinen Kursen. Es sind wie Kommata, so liegende Kommata, könnte man sagen. Das ist gut, lass das so, das ist super. Auch der Schatten ist jetzt schön unter der Nase, sieht gut aus, das wird. Super, reicht auch schon. Dann, wenn wir das haben, können wir die Nase auch erstmal in Ruhe lassen, trocknen lassen. Die kann dann auch nochmal, wenn sie unbedingt nachher noch was braucht, können wir die nochmal überarbeiten. Und fangen jetzt an mit der Oberlippe. Und zwar gebe ich meiner jetzt, meine ist ja schon sehr schattig, aber ich gebe ihr jetzt ein bisschen mehr Rot. Dann nehme ich auch ein bisschen Alicerin mit dazu. Nicht zu rot, wir sehen es auf unserem Vorlagenfoto, das ist eher so ein Violett. Genau. Und jetzt schauen wir mal genau nach der Form, wo hier dieser Bogen ist. Ja? Dann ist wieder wichtig, die Trennlinie zwischen Ober- und Unterlippe, die ist sehr markant. Da brauchen wir eine richtig schöne Dunkelheit dann hier drin. Und in den Mundwinkeln gibt es auch nochmal eine extra Dunkelheit. Dann würden wir jetzt die Iris eintragen. Ja. Da mischen wir uns jetzt wirklich, versuchen wir in Schwarz zu mischen, ja, aus unseren Farben. Wir haben ja jetzt nur das Blau, das Braun. Und ein bisschen Alicerin nehmen wir noch rein. Dann haben wir fast ein Schwarz. Und dann löse ich immer die Kante der Pupille zur Iris hin ein bisschen mit Wasser an, damit es auf keinen Fall hier zu hartkantig ist. Oben wieder ein bisschen schattig im Auge arbeiten. Ein bisschen anlösen hier. Mach's nicht in die Mitte, sondern es ist oben, ja ein bisschen weiter oben und genau, weil oben das Auge wirklich versteckt ist vom, wie sagt man, vom Oberlid. Was jetzt noch ganz wichtig ist, ist der etwas dunklere Kranz um die Iris herum. Ja, die Iris ist halt hier am Rand, erinnerst du dich vom Auge, ne? Ist sie ein bisschen dunkler. Bei mir sind zweifarbige Augen. Eins ist braun und eins ist blau. Das ist besonders aufregend. Solche Menschen gibt es ja auch. Also ich will einerseits das Auge hier im unteren Bereich ein bisschen heller machen, dass es hier schön schimmert. So, kannst du auch noch? Ja, wenn wir hier ein bisschen auswaschen, bei der Iris im unteren linken Bereich, dann haben wir das Gefühl, es ist ein bisschen feuchter, es schimmert ein bisschen mehr. Also die Iris ist unten oft hell und oben kommt eben der Schatten vom Auge drüber. Und bei mir hat sich hier rechts eigentlich schon ein ganz guter Rand ergeben, da muss ich gar nicht mehr viel machen. Und dann sind die Augen fertig. Okay, dann kannst du noch das linke Ohr ein bisschen schattieren, rechtes Ohr mit dem Rot hier versehen und anlösen. Und ich würde noch mal meine Nase ein bisschen dunkler machen. Mit den Haaren kann ich es auch einfach nochmal. Ach so, die Haare, genau. Für die Haare können wir auch noch mal ein bisschen Farbe reingeben. Und ich zeige noch mal, wie wir hier schön noch mal Helligkeiten rauswaschen können. Einzelne helle Strähnen und auch ein paar helle Flächen. Wichtig ist immer, dass diese Kanten hier weich sind, nicht zu strähnig, weil sonst sieht es nicht mehr fluffig und weich haarig aus. Wenn man einen guten spitzen Auswaschpinsel hat, kann man jetzt hier sogar so ein paar einzelne Strähnen noch aus der Schattenform, die hier drunter sitzt, rauswaschen und hat dann wie so einzelne Haare hier nochmal.
Genau, du kannst auch mal so überkreuzende Haare, genau, und ganz, ganz spitz ihn setzen. Prima, es sieht schon gut aus. Und hier vorne hast du auch ein paar. Gut, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal, oder? Weil ich glaube, man kann jetzt noch ewig hier dran rumfummeln. Okay. So, wir haben jetzt unsere beiden Porträts. Innerhalb von 2 Stunden, fast 2 Stunden haben wir jetzt für diesen Film gebraucht. Ganz gut zu Ende gebracht. Ich finde, Bela hat es wirklich toll gemacht. Für die mangelnde Übung, die ja doch so ein bisschen, ich vermute, ist es ein tolles Ergebnis. Und jetzt würde es wieder heißen, üben, üben, üben. Was ich auch super schwer finde, ist, dass einfach die ganzen Sachen halt jetzt viel kleiner sind, die man da Okay. muss. Weil wir haben das ja natürlich in irgendwie 5-facher Größe Richtig. geübt. Ja. Und da jetzt so fein die ganzen Sachen zu treffen, das ist Okay, wirklich nicht so einfach. das ist richtig. Wir hätten natürlich ein bisschen größer malen können. Also man kann ja auch sagen, man macht es ein bisschen größer. Dann wird allerdings so eine Verbindung zwischen Schatten, also dieser zweite Farbauftrag mit dem Schatten, der wird extrem schwieriger, wenn du noch größer arbeitest. Weil du fängst hier an, musst es verblenden. Du machst das, musst es verblenden. Man ist ja ständig, ist ja immer wie ein Sack Flöhüten. Mit dem Verblenden der Farbe, dass es weich ineinander übergeht. Das ist einfacher, wenn es klein ist. Und dann muss man halt hier an diesem Bereich ein bisschen fummeln. Das stimmt. Ja, und wenn es klein ist, muss der Pinsel genau wissen, welcher Fleck an welche Stelle kommt. Ja, weil man eben, man hat nur diesen einen Fleck hier zu machen und dann sollte das Oberlid da sein. Ich finde ja besonders schön bei Bela diese Stellen, die quasi ja Unfälle waren, ne? Hier, schau. Aber wie schön weich dieser Übergang dadurch geworden ist. Und auch hier gab es ja einen großen Blumenkohlrand am Anfang. Und jetzt, wenn wir das Bild anschauen, ist es einfach nur ein sehr locker und flüssig gemalter Mund, wo sehr viel noch im Ungefähren ist. Ja, manches so. Und das ist aber gerade das, was im Bild nachher zu uns auch künstlerisch spricht. Also das ist völlig in Ordnung. Schön finde ich, dass du hier die harten Kanten hast, auch hier. Und dann eben doch relativ weich hier und hier ist besonders schön weich. Ja. Das hat super geklappt und auf der Stirn ist auch schön weich. Ihr übt einfach weiter, ihr versucht mehrere Porträts jetzt nach diesem Film zu malen, das wäre schön. Und dann kann man auch schon mal langsam anfangen und Fotos hernehmen, vielleicht zunächst von bekannten Menschen, also vom Ehepartner, von den Kindern, von den Eltern und versuchen dann auch eine gewisse Ähnlichkeit zu erzielen. Uns hat es wieder Spaß gemacht, ne, Bela? Uns hat es echt Spaß gemacht, das komplette Porträt. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß, das nachzuarbeiten und wir sehen uns dann in 4 Wochen beim nächsten Thema hier im Porträt. Und natürlich nächste Woche, wenn ihr wollt, ganz normal auf meinem YouTube-Kanal mit dem nächsten Aquarellmotiv. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.